Herzlich willkommen bei einer neuen Türkei aktuell Folge. Heute reden wir über die letzten Entwicklungen in der Türkei und die globalen Positionen. Es sind nur noch 28 Tage bis zu den Präsidentschafts- und Abgeordnetenwahlen in der Türkei. Dazu begrüßen wir heute den stellvertretenden Chefredakteur von Junge Welt, Nick Browns, ist unter uns. Herzlich willkommen, Nick. Hallo. Danke für deine Zeit. Zunächst möchte ich zu deiner neuen Funktion bei Junge Linke gratulieren und wünschen weiterhin im Namen von Yeni Hayat Neues Leben auch viel Erfolg und viele spannende und interessante Erlebnisse und Zeit auch dort. Und dann möchte ich eigentlich gleich mit der ersten Frage loslegen. Also wie zu Beginn jetzt gesagt, es sind nur noch 28 Tage bis zum 14. Mai. Wie würdest du die allgemeine Stimmung und die Atmosphäre, die Wahlkampfatmosphäre im Land im Moment definieren? Also ich muss dazu sagen, ich bin natürlich jetzt hier in Deutschland. Ich konnte selber schon seit mehreren Jahren nicht mehr in die Türkei, weil man mich dort vermutlich aufgrund politischer Aktivitäten, journalistischer Tätigkeit und anderem dann nicht mehr rauslassen würde. Deswegen tue ich mich ein bisschen schwer mit einer Einschätzung von hier aus. Ich habe natürlich viele Kontakte in die Türkei zu Freunden, zu Genossinnen und Genossen und kriege von da ein bisschen die Stimmung mit und natürlich auch über die Medien. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es herrscht hier gerade es herrscht schon fast eine gewisse Euphorie unter den Gegnern Erdogans, unter den Gegnern des AKP-MHP-Regimes. Also da herrscht sowas doch wie die Hoffnung, jetzt können wir es endlich schaffen, jetzt haben wir realistische Chancen, nach 2 Jahrzehnten diesen Mann und dieses System abzuwählen. Also da herrscht doch sehr, sehr viel Optimismus vor, also viel mehr als bei den früheren Wahlen oder Referenden. Ich beobachte aber auch, dass es trotzdem eine Sorge auch gibt, dass also die Hoffnung, dass eben der Kılıçdaroğlu eben vom Nationsbündnis der Leader, also republikanische Parteiführer Kılıçdaroğlu, wenn der dann siegt, dass hier der Erdogan die Macht nicht so leicht von der Hand geben wird und dass es da zu Gewaltaktionen und weiteren Repressalien kommen könnte. Welche Szenarien kennst du? Also wir haben die Erfahrungen der letzten Wahlen. Wir haben die Erfahrungen von 2015, als durch den Wahlerfolg der HDP die AKP ja erstmals ihre absolute Mehrheit verloren hat. Erdogan hat das Wahlergebnis nicht anerkannt, dann eine Wiederholungswahl angesetzt und eine Strategie der Spannung gestartet. Mit Anschlägen, scheinbar vom IS, aber man weiß, der Geheimdienst mischte mit Wiederaufnahme des Krieges gegen die PKK und mit anderen wurde also eine Spannung geschaffen, ein Klima der Angst, in dem dann am Ende die Mehrheit wieder stimmte. Und wir haben auch vor den letzten Wahlen oder Referenden erlebt, dass Erdogan immer eigentlich auf so eine Polarisierung gesetzt hat, dass er immer darauf gesetzt hat, hier durch das Schüren von Nationalismus, von Kriegsstimmung, seine Anhänger oder konservative Mehrheiten wieder hinter sich zu scharen. Und ich muss sagen, ich bin, so wie viele andere auch, fast ein bisschen erstaunt, dass momentan in der Türkei alles so ruhig ist. Also das haben wir eigentlich schon sehr, sehr lange nicht mehr erlebt, dass es keine Anschläge von unbekannter Seite gibt, dass es keine akuten Einmarschdrohungen nach Nordsyrien gibt, dass es keine Provokationen vor griechischen Inseln gibt. Also das ist eigentlich schon fast auffällig, diese Ruhe, die gerade da ist. Und viele, auch ich, fragen uns natürlich, ja, woran liegt das? Ich meine, ich glaube nicht, dass Erdogan plötzlich Kreide gefressen hat, dass er ein anderer ist. Also ich meine, alle geschichtliche Erfahrung zeigt uns, ein Faschismus an der Macht lässt sich nicht einfach abwählen.
Und gerade Erdogan, er muss an der Macht eigentlich auch klammern, weil ihm andernfalls, ihm droht Strafverfolgung. Und Korruption ist sicher das Geringste, was man ihm vorwerfen kann. Es geht bis zur Unterstützung terroristischer Organisationen in Syrien, die ganzen Verwicklungen in die Anschläge in der Türkei und so weiter. Also drum, ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich bereit sein wird, eine Wahlniederlage so ohne weiteres zu akzeptieren. Und mir stellt sich jetzt schon die Frage, wenn wir jetzt gerade eben nicht diese sonst übliche Strategie der Polarisierung und der Spannung erleben, ja, was ist dann die Strategie? Wird hier etwa Wahlbetrug im ganz großen Stil vorbereitet? Also ich war früher oft bis 2011 oder ja auch noch danach noch Wahlbeobachter in der Türkei und habe da schon einmal wieder erlebt, wie getrickst wurde, wie Stimmen gekauft wurden. Wir haben in kurdischen Gebieten beobachtet, also wie die Gendarmer Stimmzettel wirklich geklaut hat, wie Stimmzettel verbrannt wurden, wie Wahlergebnisse geschönt wurden, korrigiert wurden und so weiter. Und wir haben bei den letzten Wahlen ja auch mitbekommen, schon da standen auf manchen Wahlzetteln oder auf Wählerlisten Tote oder 150-Jährige. Und wenn ich jetzt sehe, es gibt keine vermissten Listen nach dem Erdbeben. Die Regierung sagt, 50.000 Menschen sind gestorben. Ich denke, wir müssen von mindestens 100.000 Toten ausgehen, vielleicht noch mehr. Und ich sage mal so, das öffnet aus meiner Sicht groß angelegten Wahlbetrug, Tür und Tor. Niemand weiß, wer alles tot ist und wer in deren Namen dann am Ende mitwählen kann. Und das betrifft natürlich vor allem auch Provinzen, sogenannte gemischt besiedelte Provinzen, also wo es einerseits türkisch-sunnitische Bevölkerung gibt, aber eben auch arabisch-alawitische, kurdische und alevitische Bevölkerungsteile und letztere wählen die Oppositionsparteien. Und die Erdbebenhilfe erreichte vor allem die türkisch-sunnitischen Gebiete. Also dort, wo die AKP und die MHP ihre Mehrheiten haben. Sie erreichte kaum die alawitischen oder alevitischen Bevölkerungsgruppen und viele von ihnen mussten die Region verlassen, leben jetzt vielleicht bei Verwandten in Istanbul und viele haben sich auch nicht umgemeldet, also die können dann gar nicht zum Wählen gehen. Also ich denke, da sehe ich auch wirklich wieder viele Gefahren für Wahlbetrug, für Wahlmanipulation oder auch, dass ganz größere Teile der Bevölkerung, gerade Oppositionswähler, gar nicht die Möglichkeit haben, zum Wählen zu gehen. Und das bereitet mir auf jeden Fall erstmal Sorgen. Es haben in den vergangenen Tagen in Diyarbakır und in Urfa so Wahlmeetings gegeben, wo der Erdogan auch gesprochen hat, beziehungsweise seine Leute, und die Säle, die riesengroßen Säle, die waren ziemlich leer. Also man hat in die leeren Säle sozusagen gesprochen. Das ist auch ein Stimmungsbild, gerade was im Land so abgeht. Wie siehst du aber die Rolle von Hisbollah? Wir haben in den vergangenen Folgen bei Türkei aktuell über Hisbollah gesprochen und dass das eben eine Partei einer terroristischen Organisation, also Hüdapar als Partei und Hisbollah eben die terroristische Organisation, und die sind jetzt in den Listen vom Volksbündnis angeführt. Also welche Rolle spielen die? Weil das ist auch ein großes Fragezeichen in den Köpfen vieler Menschen. Also ich meine, wir wissen, Hüdapar, Hisbollah, sie können zwar auf der Straße in Batman, auch in Ahmed, durchaus Zehntausende zu manchen Gelegenheiten, am Prophetengeburtstag auch mal Hunderttausende Leute auf die Straße bringen, aber in Wählerstimmen haben sie eigentlich fast nichts. Nichts, was eigentlich es für die AKP so interessant machen würde, diese Partei auf ihre Listen zu nehmen. Und dennoch haben sie mindestens vier Hüdapar-Leute auf ihre Listen gesetzt. Und ich denke, es geht weniger um Wählerstimmen. Es ist tatsächlich, das ist eine Drohung mit dem Bürgerkrieg. Man hat hier die politische Fortsetzung der Todesschwadronen der 90er Jahre auf die Wählerliste, auf die Wahlliste genommen. Und das ist wirklich, das ist Einschüchterung, das ist Drohung. Und ich meine, wir haben 2014 bei den Protesten, als Kobani angegriffen wurde, wir haben da in den kurdischen Städten erlebt, wie Hüdapar eben als Miliz des Staates agiert hat. Es wurden Dutzende Menschen getötet. Also wir wissen, diese Leute sind bewaffnet und ich sehe es wirklich, also wenn diese Partei hier auf der Liste steht,
da geht es nicht drum, um die Stimmen religiös konservativer Kurden. Das werden vielleicht ein paar 10.000 Stimmen sein. Da ist eher, das ist eine Drohung. Das ist eine Drohung vor allem an die Wähler in den kurdischen Gebieten, dass der Staat auch sagt, ja, wir können diese Kräfte auch wieder einsetzen. Wir können auch die weißen Toros wieder schicken. Wir können wieder zu den Methoden der 90er Jahre greifen, wenn ihr falsch wählt. Okay, vielleicht überleitend zur nächsten Frage. Der größte Rivale Erdogans im Moment ist der Anführer der bürgerlich-liberalen Opposition, also rechten auch Opposition, Nationsbündnis, Kemal Kılıçdaroğlu. Und Kemal Kılıçdaroğlu ist alevitischen Glaubensabstammung. Wenn Kemal Kılıçdaroğlu jetzt gewählt werden würde, wäre er der erste alevitische Präsident in der Geschichte der Republik eigentlich. Und das war mitunter auch ein Grund dafür, warum es innerhalb des Nationsbündnisses es zu Uneinigkeiten gekommen ist, weil man gesagt hat, ein alevitischer Führer wird Präsidenten wird es in diesem Land nicht geben können, darf es nicht geben, kann es nicht geben. Darüber hat es die letzten Monate sehr viele Spannungen gegeben. Wie interpretierst du diese Situation und Entwicklungen? Also es gibt sicherlich gerade unter der konservativen oder sunnitischen, schafitischen Wählerschaft eine Menge Leute, die tatsächlich, bei denen Vorurteile, Hass gegen Aleviten nach wie vor sehr stark sind. Und es wird sicher einige geben, die deswegen auch nicht bereit sind, die Opposition zu wählen. Aber ich weiß nicht, ob das letztendlich so entscheidend ist. Es ist umgekehrt eher die Frage, was bedeutet es am Ende, wenn mit Kılıçdaroğlu tatsächlich mal der erste Alevit oder wir können sogar vielleicht sagen, der erste kurdische Alevit an der Staatsspitze steht. Und ich würde sagen, das bedeutet so viel wie das mit Obama, der erste Schwarze an die Spitze der USA kam. Es ist zum einen natürlich ein sehr optimistisches Zeichen, aber zum anderen ändert es letztendlich am strukturellen Rassismus dann noch nichts. Also das haben wir in den USA erlebt. Ich meine, nach Obama, es werden heute mehr Schwarze erschossen von der Polizei als vor Obama. Und ich denke auch nicht, dass Kılıçdaroğlu sozusagen hier, wenn er nicht wirklich anfängt, die Grundlagen dieser türkischen Republik völlig umzukrempeln, dann wird sich auch an Vorurteilen gegenüber Aleviten oder an der Diskriminierung der Aleviten noch nicht so viel ändern. Aber es ist natürlich erstmal, wäre es durchaus ein Zeichen für einen kleinen Wandel, sage ich mal. Aber es muss materiell untermauert werden. Also man kann nicht einfach sagen, wenn die Spitze des Staates eine andere ist, dann wird das jetzt alles zum Selbstläufer. Man hat ja auch in den eigenen Reihen in der Republikanischen Partei eigentlich auch ziemlich lange versucht, irgendwie zu negieren, dass er kurdische Abstammung ist. Ich bin mir im Moment zum Beispiel gar nicht mehr sicher. Die haben irgendwann einen Vorfahren von Kılıçdaroğlu bekannt gemacht. Ein turkmenischer, alevitischer Heiliger soll das zum Beispiel gewesen sein, aber doch kein Kurde. Und das war sehr spannend mit zu beobachten, wie sie vehement versucht haben zu sagen, okay, er ist Alevite, da können wir nichts machen, aber eigentlich ist er kein Kurde und da können wir schon was machen. Also entscheidend ist ja auch, als was er sich selber sieht und als was er sich darstellt. Also ich halte persönlich nichts davon, Leuten jetzt irgendwie die Leute zu outen, ihnen die Maske runterzureißen, ihnen dann vorzurechnen, was ihre Vorfahren waren. Es liegt an Kılıçdaroğlu, wenn er dazu steht, dass er Alevit ist. Wenn er sozusagen, ich meine, vor ein paar Jahren, da hat er mal irgendwie ganz so gesagt, ich bin Kemal aus Dersim. So. Also da ist er sozusagen richtig stolz aufgetreten. Und wenn er diesen Mut aufbringt, wenn er sozusagen dieses Selbstbewusstsein aufbringt, dann kann das die Leute auch, dann kann es auch Leute, die Aleviten negativ gegenüberstehen, durchaus beeindrucken. Aber wenn er die Botschaft sendet, dass er sich eigentlich schämt, dass er sich für seine Herkunft, dass er nicht zu seiner Identität oder, es ist ja dann nicht einmal seine Identität, dass er nicht dazu steht, dann das ist eine negative Botschaft. Damit kann er weder, sag ich mal, die Aleviten oder die Kurden hier empowern und ermutigen, noch kann er diejenigen, die hier Kurden und Aleviten kritisch gegenüberstehen oder feindlich beeindrucken. Und so, also drum, das ist eine sehr schwierige ich sag mal so, das ist der Unterschied. auch, ja. Ein Obama
hat offen über die Rassismuserfahrungen gesprochen, die er auch als Schwarzer erfahren hat und so. Kılıçdaroğlu redet nie über die Erfahrungen, die er irgendwie als Alevit macht. Und vielleicht sollte er das tatsächlich mehr machen. Denn dass er Alevit ist, wissen auch seine Gegner. Drum sollte er dazu stehen und selbstbewusst auftreten. Das würde mehr bringen. Seine Gegner spielen auch damit, also so wie sie jetzt mit dem Islam und Islamismus spielen, das machen sie jetzt wirklich. Also in den letzten Tagen haben sie auch in diese Richtung ihn anzugreifen versucht, hat nicht wirklich durchgegriffen, aber sie machen das tatsächlich. Nur Kılıçdaroğlu versucht ja es doch distanziert und sich nicht auf diese polemischen Diskussionen einzulassen. Er will sich davon irgendwie schützen, aber also das ist halt so, wie ich das beobachten kann. Es ist aber schwierig, weil wenn man sich dieses Nationsbündnis anschaut, das sind wirklich rechte und auch islamische Parteien drinnen, da sind auch Abtrünnige von der AKP drinnen und da versucht er halt diesen Zusammenhalt zu schaffen. In den vergangenen Folgen haben wir zum Beispiel darüber gesprochen, dass die E-Party-Anführerin Meral Akşener einfach den Tisch verlassen hat. Unter anderem war eben auch das der Grund, dass sie davon überzeugt ist, dass ein alevitischer Anführer es nicht packen wird und sie wollte ihre eigenen Kandidaten sozusagen dort aufgestellt wissen, aber man hat sie dann doch zurückgeholt. Können wir vielleicht über die Wahlstatistik-Situation im Moment, wie es derzeit aussieht und wie es mit der Prognose für eine parlamentarische Mehrheit derzeit aussieht, im Zusammenhang mit dem Potenzial vom Bündnis für Arbeit und Freiheit. Also es schaut ja, sage ich mal, in den meisten Umfragen nach so einem gewissen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden großen Allianzen erstmal aus. Und das Bündnis für Arbeit und Freiheit könnte eben dann sozusagen das Zünglein an der Waage sein, dessen Stimmen die Opposition eben dann auch braucht. Also drum war es natürlich sicherlich auch erstmal richtig, dass hier kein eigener Präsidentschaftskandidat aufgestellt wurde. Aber für die Parlamentswahlen gilt es natürlich nicht. Da ist es erstmal natürlich entscheidend, so viele Stimmen wie möglich für die fortschrittlichen Kräfte tatsächlich auch zu gewinnen. Und so, aber ich denke, es ist wirklich noch schwer zu sagen, also beziehungsweise die Statistiken sehen die Opposition eigentlich deutlich voraus momentan. Das auf alle Fälle, aber ja, es sind Wahlumfragen, es sind Statistiken und wir haben oft genug mitbekommen, dass da noch große Bewegung drin sein kann und so. Also ich denke, es ist noch absolut nichts klar. Und wie siehst du, also von den zwei Wahlbündnissen, jetzt Volksbündnis und Nationsbündnis, wie treten sie zum Beispiel an die kurdischen Wählerinnen heran? Also Erdogans Volksbündnis und Kılıçdaroğlu's Nationsbündnis. Wie kommen die beiden bei den kurdischen Wählerinnen sozusagen? Ja, die kurdischen Wählerinnen und Wähler haben ja wirklich eine Schlüsselrolle eigentlich als Königsmacher. Das haben wir ja bei der Wahl in Istanbul damals schon gesehen. Und drum, klar, beide Bündnisse werben um die Stimmen der Kurden. Nur, ich denke, also viele Kurden hatten oft Hoffnungen oder auch Illusionen gehabt, wenn ihnen von offizieller staatlicher Seite oder von Seiten der herrschenden Politik irgendwie mal Versprechungen gemacht wurden, wenn ihnen da scheinbar die Hand gereicht wurde. Also als Erdogan und die AKP damals in ihrer liberalen Phase noch die kurdische Frage thematisierten, hat das bei vielen Kurden erstmal Hoffnung erregt. Aber sie haben dann natürlich die Erfahrung gemacht, dass dann nie ernsthaft der Versuch da war, hier Gleichberechtigung zu schaffen, eine Lösung der kurdischen Frage, sondern dass es immer nur darum ging, kurdische Stimmen zu gewinnen, beziehungsweise Kurden letztendlich als Muslime dann, als mehrheitlich Muslime im Namen des Islam dann für die AKP zu gewinnen und eben nicht als Kurden unter Anerkennung ihres Wunsches eben nach Autonomierechten und dergleichen. Und dann durch die Angriffe auf Kobani, auf Rojava und so, ich denke, das hat auch bei vielen, auch bei Konservativen, bei religiösen Kurden, die Illusionen auf jeden Fall in Erdogan, in die AKP doch zerstört. Das haben wir bei den letzten Wahlen auch gesehen, als da eben tatsächlich auch konservative Kurden nicht mehr wie bei früheren Wahlen mehrheitlich auch AKP gewählt haben, sondern dann HDP.
Mhm. Mhm. Jetzt, wenn ich mir jetzt das Bündnis, den Sechsertisch und die JEP anschaue, fällt mir erstmal auf, da steht in der gemeinsamen Wahlplattform überhaupt nichts zur kurdischen Frage. Das liegt Mhm. natürlich daran, dass dort mit I eine Partei der Grauen Wölfe mit dabei ist. Mhm. Und mit Meral Akşener haben wir eine Politikerin, die damals in der Hochphase des schmutzigen Krieges der 90er Jahre Innenministerin war. Mhm. Genau in der Zeit, als eben es massenhaft Menschen durch Todesschwadronen, durch Hisbollah und andere Verschleppten ermordet wurden. Also I ist keine Partei, mit der sich hier irgendwie diese kurdische Frage lösen lässt. Und deswegen wird das Mhm. Thema ausgespart. Kılıçdaroğlu war dann beim Bündnis für Arbeit und Freiheiten bei der HDP und hat dort geredet. Aber was er gesagt hat, war nur, die kurdische Frage muss vor dem Parlament behandelt werden. Alle politischen Fragen müssen vor dem Parlament behandelt werden. Mhm. Und das ist eine Aussage, die kann man einfach erstmal nur so lesen, dass er damit im Grunde genommen auch eher, sag ich mal, I beruhigt. Weil die kurdische Frage muss vor dem Parlament behandelt werden, heißt vor allem erstmal, es soll keine neuen Geheimverhandlungen mit Abdullah Öcalan, mit der PKK geben, sondern wenn, dann muss es vor dem Parlament diskutiert werden und dann hängt es davon ab, wie dort die parlamentarischen Mehrheiten sind. Das ist also eher wirklich eine Garantie an I, keine Geheimgespräche mit Öcalan, als dass es wirklich an die Kurden ein Angebot ist. Denn ich meine, es ist klar, wenn im Parlament pro-kurdische, linke, demokratische Kräfte so stark genug sind, dann können sie jederzeit die kurdische Frage auf die Agenda des Parlaments setzen. Also das muss dann kein Kılıçdaroğlu zusichern. Also drum, ich sag mal so, was Kılıçdaroğlu hier den Kurden wirklich anbieten kann, ist eigentlich recht wenig. Vor allem lassen die sich nicht mehr um den Finger wickeln, denke ich. Was er anbieten kann, ist einfach nur eine Rückkehr zur parlamentarischen Demokratie, die aber, wie wir ja auch wissen, in der Türkei auch nicht wirklich die freie Demokratie war, wie wir sie uns vielleicht vorstellen. Aber es wären sicherlich bessere Kampfbedingungen dann da, um weiter für die Rechte der Kurden, der Aleviten, anderer Minderheiten, auch der Arbeiterinnen und Arbeiter, der Frauen und so weiter zu kämpfen. Das wäre natürlich schon mal was. Gegenüber einem faschistischen Regime ist es, wenn es gelingt, hier wieder gewisse parlamentarisch-demokratische Fortschritte in der Form zu verankern, natürlich erstmal ein Schritt vorwärts. Aber das ist ist auch noch nicht der große wirklich Wunsch, ja, dass man eben das Erdogan-Regime erstmal los wird. Also der Drang und die Sehnsucht dafür ist sehr, sehr groß. Was danach kommen wird, ist irgendwie so, darüber reden wir nachher. Aber jetzt werden wir mal schauen, dass wir Erdogan loswerden. Man redet sehr viel über Projekte und so, aber so über die Türkei, die eben wie sie nach einem Erdogan aussehen soll, darüber wird nicht wirklich viel geredet. Ich möchte eine ganz kleine Zwischenfrage vielleicht sprechen und bitte dich darum, vielleicht kurz darauf zu antworten. Wie hoch siehst du die Chancen, dass beim ersten Wahldurchgang es zu einem Ergebnis kommen wird? Ich sag mal so, es gibt Chancen. Ich möchte mich hier überhaupt nicht festlegen. Ich meine, wir haben den etwas unkalkulierbaren Faktor Muharrem Ince. Wo mir jetzt nicht klar ist, ist er sozusagen der Mann des tiefen Staates, der einen zweiten Wahlgang erzwingen soll, oder ist das einfach sein eigenes Ego, was ihn hier treibt? Aber ich meine, dass er irgendwie denkt, er kann 10% oder 25% kriegen, Stimmen, das ist einfach größenwahnsinnig. Aber es könnte ja schon reichen, wenn er einfach nur, ich sag mal, 3% kriegt. Das könnte schon reichen, um einen zweiten Wahlgang zu erzwingen. Und das wäre natürlich, dann hätten wir 2 Wochen, in denen alles passieren kann. Wieder. Also drum, ich verstehe schon, warum eigentlich die restliche Opposition sehr darauf setzt, im ersten Wahlgang Erdogan zu schlagen. Aber wie hoch die Chancen sind, also möchte ich mich jetzt wirklich nicht festlegen. Okay, und ja, es ist auch schwierig, glaube ich, jetzt für sehr viele auch unter uns hier zu spekulieren. Was ist mit der Stimmung in Europa? Was würde eine Türkei weiter mit Erdogan für die europäischen Staaten oder für die Europapolitik bedeuten? Und was würde eine Türkei mit Kılıçdaroğlu für Europa bedeuten?
oder für den Also, Westen? also ich denke, eine Türkei mit Kılıçdaroğlu. Naja, erstmal ist die Frage natürlich, wird er das Präsidialsystem wirklich abschaffen? Dann hieße es aber, dass wieder parlamentarische Mehrheiten entscheidend sind. Und es wird gar nicht so einfach sein, aus den Oppositionsbündnissen, die momentan sich ja nur einig sind in der Frage, Erdogan muss weg, Mhm. eine stabile, eine hegemoniale Mehrheit zu schaffen. Also die andere Alternative wäre, dass Kılıçdaroğlu sozusagen letztendlich doch die Mechanismen des Präsidialregimes auch für sich nutzt, einfach weil keine stabilen Mehrheiten sonst möglich sind. Dann wäre es mit Sicherheit, wäre es eben keine Mhm. Wiederherstellung der parlamentarischen Demokratie. Ähm, was ich denke, für den Westen ist wichtig, sie wollen Stabilität und Verlässlichkeit. Das ist das, was sozusagen die Regierungen der EU, der USA und so, was sie von der Türkei wollen. Es geht ihnen nicht um Demokratie oder Menschenrechte oder so. Sie wollen einfach Stabilität, Mhm. Stabilität für die Energiezugangswege, für die Militärstützpunkte und so weiter haben. Und was ihnen natürlich jetzt erstmal auch wichtig ist eigentlich eine türkische Regierung, eine Türkei, die den Kurs gegen Russland mitträgt, die Mhm. Sanktionen gegen Russland mitträgt und nicht im Gegenteil jetzt ihre Märkte für Russland öffnet, billige Energie aus Russland bezieht und so weiter. Und da ist eben schon mal die Sache, ein Kılıçdaroğlu würde gar nicht so viel anders können wie Erdogan, was das betrifft. Die Mhm. Russland-Sanktionen mitzutragen, das hieße für die Türkei den völligen wirtschaftlichen Ruin. Also Mhm. ich meine, es sind billige Rohstoffe aus Russland, billige Brennstoffe, die überhaupt das Land noch ein bisschen am Laufen halten. Ich meine, schon für Deutschland, auch für die Werktätigen in Deutschland und kleine Unternehmer und Kleinbürgertum hier ist es verhängnisvoll, diese Russland-Sanktionen mitzutragen. Aber Deutschland ist sozusagen wirtschaftlich noch stark genug, dass hier im großen Stil billige Energie eingekauft werden konnte. Oder nicht billige, teure Energie, aber eingekauft werden konnte. Die Türkei hat diese Möglichkeit nicht. Also wenn dann Mhm. nicht die USA danach so eine Art neuen Marshallplan für die Türkei starten, dann würde die Türkei unbedingt weiter dieses Verhältnis zu Russland beibehalten müssen. Und das nur ein Kılıçdaroğlu würde jetzt nicht, sag ich mal, der wird keine S-400-Raketen bei Putin kaufen. Mhm. Ein Kılıçdaroğlu würde sich auch sicherlich eher darum bemühen, wieder Frieden mit den Nachbarländern zu machen. Auch mit Syrien würde wahrscheinlich sogar dort auch Truppen abziehen. Mhm. Was ihn dann auch weniger abhängig in dieser Frage von Russland, von der Gunst Russlands machen würde. Also Mhm. Kılıçdaroğlu wäre auf jeden Fall mehr ein westlicher Politiker. Ich meine, Mhm. bei Erdogan muss man sagen, strategisch hat Erdogan auch immer sich auf den Westen, auf die NATO, auf die Wirtschaft in Europa orientiert. Aber taktisch hat er immer probiert, hier noch diesen Flirt mit Russland, mit Putin, um seinen eigenen Spielraum, den Mhm. Spielraum der Türkei innerhalb der NATO auch auszuweiten. Und ich denke, da wäre ein Kılıçdaroğlu sicherlich eher ja, jemand, der dann wieder ja, deutlich in die Reihen der NATO, in die Reihen auch Europas oder so tritt und hier jetzt nicht solche Spielereien probiert. Mhm. Aber eben Vielleicht ganz eher auch als wird er jemand, nicht mit so dem man, tanzen können, wie es die ja. USA oder die NATO gerne hätte, weil einfach ja, die geopolitische Lage der Türkei hier auch einiges erzwingt. Mhm. Ich meine, Faktor China darf man auch nicht vergessen, glaube ich, mittel- bis langfristig. Und im Punkt Syrien zum Beispiel, was die Flüchtlingspolitik anbelangt, da versucht auch Kılıçdaroğlu die rechten Wählerinnenstimmen anzusprechen, indem er zum Beispiel verspricht, dass man die syrischen Flüchtlinge zurückschicken möchte nach Syrien. Und auch die afghanischen Flüchtlinge, dass man nicht neue Flüchtlinge auch zulassen, also Grenzsicherung und so, da ist er schon in diese Richtung auch unterwegs, um eben die rechten Wählerinnenstimmen mehr zu beruhigen. Und da ist Ähm, halt die Sache, Erdogan will die Flüchtlinge zurückschicken sozusagen, aber das zurück bedeutet für ihn Nordsyrien, wo die meisten von denen gar nicht her sind. Und er mhm, will diese Gebiete erstmal erobern, um sie dort anzusiedeln. Er will mhm, dort ja sozusagen einen sunnitisch-arabischen Gürtel in Gebieten mit bisher mehrheitlich kurdischer Bevölkerung schaffen, von Leuten, die dann auch wirtschaftlich von der Türkei abhängig wären.
Und ich denke, da ist bei Kılıçdaroğlu, der würde wahrscheinlich einfach nur eher darauf setzen, sich mit Assad zu einigen und dann ja, die Flüchtlinge einfach nach Syrien abzuschieben, aber jetzt nicht unbedingt dort Besatzungsgebiete zu errichten, in denen die Flüchtlinge angesiedelt werden. Aber du hast völlig recht. Also was hier erstmal läuft, ist natürlich erstmal auch eine sehr feindliche Politik gegenüber den Geflüchteten. Und wenn man sich so die letzten Äußerungen auch anhört von Kılıçdaroğlu, wo er an die Soldaten appelliert, so Armee, tut euren Dienst an den Grenzen, stoppt die Invasion afghanischer Flüchtlinge oder so. Also er hat hier eine Sprache drauf, wie wir sie hier von der AfD kennen. Und ich meine, sicherlich auch für viele hier in Deutschland, auch für viele fortschrittliche Menschen, ist ja auch die Frage, wie geht es mit dem EU-Türkei-Flüchtlingsdeal dann in Zukunft weiter? Genau. Und wenn ich da Kılıçdaroğlu höre, denke ich, ja, er wird ein zuverlässiger Partner der Festung Europa sein. Er wird ein zuverlässiger Türsteher für die Festung Europa sein. Und das bedeutet also für Fluchtmigration erstmal nichts Gutes. Bleiben wir doch in Europa. Es gibt ja ein Wahlkampfverbot in Deutschland. In Österreich wurde das nicht so deutlich kommuniziert. In dieser Woche ist sogar der türkische Außenminister in Wien gewesen, in Stuttgart gewesen. Und apropos Wahlkampfverbot in Deutschland, also es ist jetzt der Außenminister hier gewesen, Mevlut Çavuşoğlu. Also Erdogan ist nicht gekommen, um einen Wahlkampfauftakt hier zu machen. Aber der Çavuşoğlu, also Außenminister, war bei einem UID-Iftar-Fastenbrechen in Wien im 23. Bezirk und er hat eine Telefonverbindung zu Erdogan gemacht. Das heißt, Erdogan konnte dann über diese Telefonverbindung an die Menge im Saal sprechen. Das Gleiche hat er auch in Stuttgart zum Beispiel gemacht. Was bedeutet das aus deiner Sicht, dass man hier eben doch irgendwie Wahlkampf innerhalb der AKP-nahen Organisationen in Europa macht? Ja, zum einen muss man ja sagen, also verboten sind vor allem Auftritte ausländischer Politiker 3 Monate vor einer Wahl. Aber die AKP, MHP haben ja in Deutschland, auch in Österreich, ist eigentlich gar nicht unbedingt nötig, jetzt hier groß Politiker aus dem Ausland zu holen. Also erstmal, du hast es schon gesagt, man kann die Leute auch einfach über Video einfach einstrahlen. Und was hier eben sozusagen die türkische Regierungsallianz, die verfügt in Deutschland, in Österreich, einfach über ein so dichtes Netzwerk von Vereinen, von Moscheen, von Massenorganisationen, also DITIB, in Österreich ist ATIB, also einfach ein Netzwerk mit allein in Deutschland zwischen 900 und 1000 Moscheevereinen, selbst in den kleinsten Orten. Dazu kommen die vielfältigen Vereine der Grauen Wölfe, also wo ja auch alles Mögliche, von Teestube bis Fußballverein bis Lohnsteuerhilfe und so dabei ist. Also es ist sozusagen also hier weit unter der Ebene einer Großkundgebung mit Erdogan, die eben nicht stattfinden darf. Aber weit darunter ist es eben möglich, hier zumindest größere Teile oder die mobilisierbaren Teile der türkeistämmigen Diaspora oder der konservativen, der religiösen türkeistämmigen Diaspora zu erreichen. Mit diesen Wahlkampfinstrumenten. Und das ist etwas, das bekommt man so im Groß gar nicht von außen jetzt mit. Es ist auch nicht wirklich verboten. Also ich meine, natürlich kann in einer Moschee, da können Flugblätter ausgelegt werden. Keiner kann das verbieten. Da kann der Imam einfach sagen, ihr wisst, was ihr wählen sollt. Da kann die UETD oder inzwischen heißen sie ja Union UED. Demokraten oder so, die können natürlich dann auch in der Moschee einen Zettel hinhängen, sagen, wir organisieren Busfahrten zum Konsulat, damit die Leute ihre Stimme abgeben. Das ist ja alles nichts Illegales. Ich sag mal so, das machen ja unsere Freundinnen und Freunde, Genossinnen und Genossen jetzt von der Grünen Linkspartei oder so, auf ihre Weise genauso, mit viel weniger Mitteln, weil sie haben natürlich kein staatliches Budget im Hintergrund, um das zu machen. Aber auf dieser Ebene läuft natürlich hier der Wahlkampf. Aber ich denke, das ist eben das Entscheidende. AKP, MHP nutzen das staatliche Budget aus der Türkei. Sie nutzen Verbände wie DITIB, die direkt ans Religionsamt, an Diyanet angeschlossen sind, um hier wirklich im großen Stil in Deutschland Wahlkampf unter der türkeistämmigen Diaspora zu machen.
das sind dann auch die Leute, die die Wahlurnen auch überwachen und kontrollieren werden, was auch irgendwie komisch aussieht eigentlich. Wenn wir uns dann auch so zurückerinnern, wie die AKP und MHP nahen Organisationen, Vereine, Einrichtungen hier hofiert wurden und ihnen bis heute in unterschiedlichen heimischen politischen Settings Bühne und Plattform und Profil geboten wird, dann ist es auch eine sehr schiefe Situation aus demokratiepolitischer Sicht, würde ich Wir jetzt sehen mal es die sagen. Tage ja gerade wieder, welche deutschen oder österreichischen Politiker hier bei Iftar-Empfängen welcher Genau, türkischer Lobbyvereinigung oder AKP-MHP-nahe Vereinigung dabei sind. Also genau, da genau. wird denen, ja, da wird denen wieder der Boden bereitet. Genau, Also so ist das. Eben auch im Zusammenhang mit dem Erdbeben, auch hier noch einmal hier eine sehr schöne Bühne, wo die Leute sich darstellen können als sehr friedliebend und demokratisch und so, aber wie es dann in Wahrheit die Auswirkungen zurück in die Türkei sind. Also man reproduziert eigentlich die Verhältnisse und vielleicht hier dann auch nochmal den Schwenk zur letzten Frage. Warum sind die Wahlen in der Türkei wichtig für das Leben, für das Zusammenleben in Europa? Was würde eine demokratisierte Türkei oder eine Türkei, die sich in Richtung Demokratiepolitik, demokratische Rahmenbedingungen bewegt, für das Zusammenleben in Europa bedeuten? Und was würde es eben bedeuten, wenn zum Beispiel ein Erdogan weitermacht oder wenn diese vorherrschenden staatsparadigmatischen Verhältnisse fortgesetzt werden? Also ich meine, zum einen müssen wir natürlich erstmal die Realität sehen, also gerade von Deutschland aus. Es gibt seit rund 150 Jahren, wir nennen es immer die deutsch-türkische Waffenbrüderschaft, also eine sehr enge Allianz der herrschenden Klassen beider Und Länder, eine Österreich auch? Allianz zu Lasten der Völker Anatoliens und Mesopotamiens, also vom Mhm. Armenier-Genozid bis heute zur Unterdrückung der Kurden. Also das sind alles Folgen davon und das wirkt sich ja auch hier in unsere Länder dann auch zurück. Also ich meine, das PKK-Verbot in Deutschland, die Kriminalisierung selbst von Musikgruppe wie Grupp Jorum und so, das sind ja Mhm. auch alles Folgen eigentlich dieser Allianz zwischen zwischen den herrschenden Klassen, den Regierungen auch Deutschlands und der Türkei. Und wenn es da also einen Wandel in der Türkei gäbe, könnte es also auch, was diese Repression betrifft, könnte man sich hoffen, sage ich mal, dass das zum Beispiel auch in Europa zurückgeht. Und Mhm. dann für ganz viele türkeistämmige Menschen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz oder so, ist es ja auch, die konnten jetzt schon seit Jahren nicht mehr in die Türkei fahren, weil ihnen dort Verfolgung droht, weil ihnen dort Verhaftung droht wegen Kommentaren auf Social Media, wegen irgendwelcher Prozesse, die dort gegen sie laufen, wegen Präsidentenbeleidigung, wegen Terrorismus. Und Mhm. Terrorismus heißt halt schon, wenn man einfach mal ein Bild von Selahattin Demirtas gepostet hat oder so. Mhm. Also und das würde es natürlich für viele Menschen wieder, sie hätten wieder die Chance, zu ihren Familien wieder fahren zu können, wieder in ihre Städte, in ihre Dörfer gehen zu können, ohne Angst zu haben, wenn sie dort also einfach mal ihren Urlaub verbringen oder Verwandtenbesuche machen. Und das Mhm. andere ist umgekehrt auch, wenn Erdogan sich halten sollte, das würde bedeuten, dass wir weiterhin in regelmäßigen Abständen immer wieder auch diese Polarisierung, die er ja gezielt nutzt, um sich Unterstützung zu sichern, dass er das weiterhin wieder hier in die türkeistämmige Diaspora auch reintragen würde. Also, dass Mhm. er immer dann, wenn es nötig ist, wenn er Unterstützung hier braucht, dann macht er die Grauen Wölfe, macht er Mhm. nationalistische Rockergruppen oder hier Spitzelimame von DİTİB mobil, damit sie hier eben in den Moscheen zu Kriegen aufrufen, damit Oppositionelle in Europa auch bedroht werden und dergleichen. Also Mhm. das würde dann auf jeden Fall auch weitergehen. Mhm. Also Mhm. drum, sicherlich mit einer demokratisierten Türkei könnten wir hoffen, dass das erstmal besser wird. Die andere Frage ist allerdings natürlich auch, also es ist ja nicht so, dass der deutsche Staat sich hier treiben lässt von der Türkei und von der türkischen Regierung, sondern der hat durchaus seine eigenen Interessen auch und sitzt sicher an der längeren Leine, was das auch betrifft. Also drum muss man auch immer fragen, wie weit dient zum Beispiel ein PKK-Verbot oder die Verfolgung von revolutionären Linken aus der Türkei auch deutschen Mhm. Interessen. Also ich Mhm. meine, wir haben hier auch das Verbot der kommunistischen Partei und ähnliches. Also, oder wir müssen auch immer fragen,
wie weit nutzt zum Beispiel die deutsche Regierung durchaus auch solche Fragen wie die kurdische Frage auch aus, um ihrerseits Druck zu machen auf die türkische Regierung, um dort ja zum Beispiel bessere Bedingungen auch für wirtschaftliche Investitionen oder Ähnliches zu erzwingen. Also das eine nur demokratisierte Türkei würde nicht automatisch dazu führen, dass auch hier bei uns gleich alles wirklich besser wird. Weil, wie gesagt, die Bundesregierung, die anderen europäischen Regierungen und so, denen geht es nicht wirklich um Menschenrechte, um Demokratie. Denen geht es um Stabilität, um Anlagesicherheit für dort investiertes Kapital, um sichere Zugangswege zur Energie, um die Möglichkeit, die Türkei als unsinkbaren Flugzeugträger für Militäroperationen in der ganzen Region zu nutzen und dergleichen. Wenn das Ganze sozusagen demokratisch so eine Stabilität zu schaffen ist, wird der Westen das unterstützen. Wenn es autokratisch besser ist, um Stabilität herzustellen, dann wird der Westen auch darauf setzen, so wie nach dem Putsch vom 12. September 1980, wo ja auch damals die deutsche Bundesregierung sich eigentlich dahinter gestellt hat, gesagt hat, ja, ist halt nötig, um hier eine wirtschaftliche Stabilisierung durchzusetzen gegen die kämpferische Arbeiterbewegung, die es damals gegeben hat. Also drum sollten wir da gar nicht so die große Illusion haben, dass dann gleich alles besser wird, aber es würde natürlich die Kampfbedingungen der demokratischen Kräfte, der Arbeiterinnen und Arbeiterbewegung in der Türkei deutlich verbessern und das wiederum ist natürlich auch im Interesse der Werktätigen hier in Europa, wenn so, also ich denke, diesen Zusammenhang, diese Dialektik müssen wir eben auch immer sehen, oder wenn die herrschende Klasse in der Türkei geschwächt wird und diese herrschende Klasse eng verbündet ist mit der herrschenden Klasse hier in unseren Ländern, dann ist das natürlich auch ein Erfolg für uns hier. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese abschließenden Worte, die besonders wichtig waren aus meiner Sicht. Ganz herzlichen Dank auch für deine Zeit. Wir werden auch in den nächsten Folgen über diese und andere Punkte in diesem Zusammenhang mit den Entwicklungen im Land und aus globalpolitischer Sicht und den Zusammenhängen weiter diskutieren. Wir waren heute zusammen mit dem stellvertretenden Chefredakteur von Junge Welt, Nick Brauns. Herzlichen Dank für deinen Beitrag, für deinen sehr spannenden, interessanten Beitrag. Herzlichen Dank auch unseren Zuschauerinnen. Wir sehen uns bei einer nächsten Türkei-Aktuell-Folge. Schönen guten Abend, bis zum nächsten Mal.